Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und heute zeigen wir euch, wie wir so tolle aromatische Tomatensauce selbst machen mit Tomaten aus dem Garten und natürlich mit frischen Kräutern, die wir in unserem Garten für diese Soße gesammelt haben. Es gibt 3 Gründe, warum wir Tomatensauce im Sommer selbst machen. Zum einen haben wir so viele Tomaten, die man dann wunderbar haltbar machen kann, indem man sie in Gläser einkocht. Und zum anderen haben wir natürlich auch sehr viele Kräuter und es bietet sich eben an, diese beiden tollen Ressourcen in so einer leckeren Soße zu vereinen. Und zum dritten wissen wir natürlich, was drin ist in dieser Soße. Darauf gehe ich im weiteren Teil des Videos noch ein, denn bei gekauften Produkten kommt es immer wieder zu Problemen, vor allen Dingen mit Plastik, Mikroplastik, was dann auch in die Soße übergehen kann. Eine selbstgemachte Tomatensauce ist so einfach und geht ratzfatz. Deswegen zeigen wir euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Für die Zubereitung dieser leckeren und einfachen Tomatensauce benötigt ihr natürlich jede Menge frische Tomaten, am besten natürlich aus dem Garten. Und es macht auch nichts, wenn sie so ein kleines bisschen schon aufgeplatzt sind. Da haben wir einige. Das passiert immer, wenn sie schon richtig reif sind und man dann beim Gießen mit einem zu harten Strahl an die Schale kommt oder es regnet, dann platzen die auch auf. Pflückt man sie dann direkt danach, kann man sie auf jeden Fall noch verwenden. Bleiben sie am Stock, fangen sie dann irgendwann an zu schimmeln und dann kann man sie nicht mehr verwenden, aber wenn sie so aussehen, sind sie auch ideal geeignet, um sie in der tollen Soße zu verarbeiten. Dann natürlich frische Kräuter und da haben wir jetzt klassische mediterrane Kräuter mit ausgewählt, nämlich zum einen Rosmarin, dann ein paar Zweige Thymian, etwas Petersilie kommt bei uns in jedes Gericht, Liebstöckel passt wunderbar zu der Tomatensauce und natürlich, was niemals fehlen darf, reichlich Basilikum. Da haben wir jetzt rotes Basilikum und auch grünes. Es macht auch nichts, wenn Basilikum schon leicht in die Blüte geht in dieser Tomatensauce. Da ist das noch wunderbar zu verwerten. Und dann haben wir ein selbstgemachtes Kräutersalz. Das hier ist jetzt Bärlauchsalz aus dem Frühling. Ihr könnt aber auch ein klassisches Kräutersalz nehmen. Da haben wir hier noch eins mit Gartenkräutern gemacht. Und dann braucht ihr nur noch Zwiebeln. Wir nutzen immer rote Zwiebeln, denn rote Zwiebeln sind von den Nährstoffen her etwas wertvoller als die weißen. Und wer möchte, kann noch Knoblauch mit hinzugeben für ein tolles Aroma. Dann heißt es Tomaten waschen, putzen, alles kleinschnibbeln, in einen Mixtopf geben oder einen großen Topf und die Soße zubereiten. Die Mengenangaben für die Tomatensauce, die variiert immer so ein bisschen, je nachdem wie viele Tomaten wir im Garten haben. Ist auch natürlich ein bisschen Geschmackssache, wie viel ihr dann da zum Beispiel an Salz mit dazugeben möchtet. Das könnt ihr einfach selbst abschmecken. Nehmt so viele Tomaten, wie ihr im Garten gerade habt, die entsprechende Menge an Kräutern, die euch dann eben gut schmeckt und dann schmeckt einfach noch ein bisschen mit Salz ab, so wie ihr das machen würdet, wenn ihr auch eine herkömmliche Tomatensauce kochen würdet. Jetzt wird die Soße für 10 Minuten gekocht, also wirklich auf über 100 Grad erhitzt, damit alles kurz köchelt. Es muss nicht zu lange kochen, man muss die Soße nicht tot kochen, denn dann bleiben auch noch einige der Inhaltsstoffe erhalten. Aber es ist wichtig, dass einmal alle Keime abgetötet werden. Man möchte ja schließlich die Soße dann auch haltbar machen und wir brauchen die Soße heiß, denn nur dann kann sich später ein Vakuum bilden in den Gläsern. Wildkräuter haltbar zu machen ist sehr wertvoll und es gibt eben verschiedene unterschiedliche Verfahren, die dazu geeignet sind. Und wenn euch dieses Thema interessiert und ihr mehr darüber erfahren möchtet und auch genauer erfahren möchtet, welches Verfahren sich für die jeweiligen Kräuter besonders gut eignet, dann ist unser ganz neues Buch zum Haltbarmachen von Wildkräutern der ideale Ratgeber für euch. In diesem Buch findet ihr grundlegende Informationen, welche Verfahren es gibt, um Kräuter haltbar zu machen. Ihr findet dort aber auch
viele tolle Rezepte, die ihr direkt umsetzen könnt, und auch die Fermentation der Wildkräuter wird in diesem Buch ganz genau erklärt. So könnt ihr dort alles nochmal in Ruhe nachlesen. Dieses Buch findet ihr in unserem Kräuterhexen Online-Shop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de. Zudem benötigt ihr noch Gläser. Wir haben hier solche Einmachgläser, in welche wir dann die fertige Soße füllen. Wichtig ist, die Gläser müssen vorher abgekocht sein, also sterilisiert sie am besten kurz mit heißem Wasser oder auch im Backofen. Und wichtig ist, dass diese Gläser dann ein Vakuum bilden können, sodass eure Soße dann auch lange haltbar ist. Einkochen ist eine super Sache, nicht nur weil ihr eure eigenen selbst angebauten Tomaten oder Kräuter verarbeiten könnt, sondern eben auch, weil ihr dann einfach wisst, was in den Produkten drin ist. Zum einen habt ihr ja sicherlich ohne irgendwelche Pestizide die Tomaten angebaut und könnt dann sicher sein, ihr habt eine tolle Bioqualität, die bei euch ins Glas kommt, ohne irgendwelche Rückstände, die dann möglicherweise in der Soße zu finden wären. Und zum anderen geht es aber auch um die Verpackung, denn immer wieder wird berichtet, dass Spuren von Bisphenol A oder auch PVC in Tomatensoßen oder auch Tomaten in Dosen gefunden wird. Wenn ihr Tomaten in Stücke kauft, dann kam kürzlich ein Bericht heraus, dass da fast alle Dosen mit BPA belastet sind, also Bisphenol A, und zwar deutlich über dem neuen Grenzwert, der festgelegt wurde. Und das ist schon ein Problem, weil wir ja Plastik auf viele Weisen mittlerweile zu uns nehmen, leider, muss man sagen. Und das summiert sich einfach. Deswegen ist es so wichtig, schon im Kleinen zu schauen, wie kann ich sowas verhindern. Und da gibt es auch noch einen wichtigen Hinweis, also natürlich am besten in Gläser einkochen. Falls ihr Schraubgläser sammelt mit Twist-Off-Deckeln, die man dann ja wiederverwenden kann und die dann so ein Klackgeräusch machen, um zu testen, ob sich ein Vakuum gebildet hat und also die Soße dann auch haltbar wäre. Da gibt es einen Tipp, worauf ihr achten solltet, denn es kommt auf die Beschichtung innen an, denn die ist es ja letztendlich, was sich möglicherweise herauslösen könnte und in die Soße übergehen könnte. Und das Glas an sich ist natürlich kein Problem, da löst sich nichts, aber diese Deckel und vor allen Dingen diese Dichtungsringe, die sind wichtig. Und das hier ist jetzt ein herkömmlicher Deckel, da war auch irgendwie Tomatensoße drin und das ist so ein Deckel, da könnte sich möglicherweise dann auch Bisphenol A oder PVC oder was da eben verwendet wurde, lösen und in die Soße übergehen. Deswegen verwende ich solche Deckel nicht, wenn ich einkoche. Was es aber gibt, das sind diese Deckel hier. Die sehen eigentlich genau gleich aus. Der Unterschied ist aber dieser blaue Ring hier drinnen. Das ist ein spezielles Verfahren. Dieser blaue Ring, der enthält kein PVC, wird vom Hersteller als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Schraubdeckeln oder Twist-Off-Deckeln angegeben. Besser ist natürlich, ihr arbeitet komplett mit Glas, ohne dass ein Twist-Off-Deckel benötigt wird. Und dann könnt ihr einfach sicher sein, dass in eurer Soße nichts drin ist, kein Plastik, keine Rückstände von der Verpackung. Und dann könnt ihr mit gutem Gewissen eure Soße genießen. Und wenn ihr auf die klassische Weise einkocht, so wie wir, diese Gummidichtungen, die hier verwendet werden, die sind aus Naturkautschuk, frei von Weichmachern und sind auch eigentlich ja gar nicht in Kontakt mit der Soße. Und deswegen ist das eine tolle Möglichkeit, um eure Soße frei von Plastik und anderen möglicherweise schädlichen Stoffen für den Körper haltbar zu machen. Tomaten sind im Sommer ja sehr beliebt und ein sehr gesundes Lebensmittel.
Jetzt im Sommer sind sie herrlich aromatisch und passen zu jedem Salat. Man kann eine tolle Tomatensuppe machen, eine Tomatensauce, wie wir es machen, oder Tomaten auf der Pizza essen. Tomaten passen einfach immer. Und wir schneiden den Strunk bei jeder Tomate weg, auch bei kleinen Cocktailtomaten. Und das hat einen Grund, denn im Strunk ist ein Glykoalkaloid enthalten. Das Solanin habt ihr vielleicht schon mal gehört, auch im Zusammenhang mit anderen Lebensmitteln wie zum Beispiel Kartoffeln. Solanin ist hitzebeständig. Es bringt also auch nichts, wenn man jetzt sagt, ja, das wird ja gekocht. Solanin ist also auch durch Hitze nicht zu zerstören und einfach ein Stoff, den wir nicht in unserem Körper brauchen. Ab einer gewissen Konzentration kommt es dann auch zu Vergiftungserscheinungen. Das äußert sich durch Erbrechen, Übelkeit, Magenverstimmung, also auch Magenschmerzen. Und das sind einfach Symptome, die müssen wir unserem Körper nicht unbedingt zumuten. Deswegen schneiden wir auch bei den kleinen Cocktailtomaten immer den Strunk weg. Der ist da zwar viel, viel kleiner, wie bei einer großen Fleischtomate beispielsweise. Dennoch isst man ja auch viel mehr kleine Tomaten, wenn man Cocktailtomaten isst. Und dann summiert sich das halt auch wieder ganz schnell. Deswegen machen wir uns die Arbeit. Es mag zwar auf den ersten Blick übertrieben wirken, aber es hat eben einen wichtigen Hintergrund, warum wir den Strunk konsequent wegschneiden bei allen Tomatenarten, die wir essen. Wenn auch ihr gerade viele Tomaten im Garten habt, dann macht doch ein paar Gläser Soße, die ihr dann im Winter nutzen könnt. Und glaubt mir, das herrliche Aroma beim Verzehren einer selbstgemachten Tomatensauce ist im Winter was ganz Besonderes. Wenn man nur geschmacklose, überhaupt nicht aromatische Tomaten im Laden zu finden bekommt, die dann aus der ganzen Welt nach Deutschland gefahren wurden, das muss einfach nicht sein und deswegen machen wir die Soße selbst und wir hoffen, wir konnten euch inspirieren, die tollen Tomaten und vielleicht auch die tollen Kräuter von eurem Balkon oder von eurem Hochbeet oder von eurem Garten zu nutzen, um so eine leckere Soße daraus zu zaubern. Falls ihr auch gerade Tomatensauce selbst gemacht habt oder ein anderes leckeres Rezept mit Tomaten kennt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir da unser Wissen einfach sammeln und wir werden sicherlich noch viele Tomaten ernten. Deswegen ist es toll, dort mehrere Tomatenrezepte, vielleicht auch mit Kräutern, dann vereint zu haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und vor allen Dingen abonniert bitte unseren YouTube-Kanal. Das ist ganz wichtig für unsere Arbeit. Zum einen unterstützt ihr uns damit und zum anderen verpasst ihr auch keines der kommenden Videos, wenn wir euch wieder Tolles aus der Welt der Wildkräuter, Heilpflanzen oder tolle Rezepte aus unserem Garten zeigen. Also macht's gut, bis dahin, tschüss!